Oh hey! Nachdem wir etwa einen gruseligen, ekelhaften, spooky, disgusting, horrifying, terrifying und schlimmen, angsteinflößenden, schreckhaften und natürlich das beste Kompliment, was man so einen Horrormonat geben kann, slenderhaften Random-Tober hatten, kommen wir natürlich jetzt zum Finale dieses Monats. Doch über was könnte ich etwa reden als Finale? Denn alles muss natürlich mit einem großen Bang enden. Natürlich reden wir über eins der wohl wichtigsten Horrorthemen aller Zeiten. Ein Horrorthema, was etwa Horror schon seit hunderten von Jahren etwa geprägt hat. Ein Thema, was ihr bestimmt niemals etwa darüber gedacht habt, wie sehr influential das für Horror ist, wie sehr es prägend für Horror war. Ein Thema, was nur etwa die Leute mit einem großen IQ verstehen können. Ein Thema, was etwas Schrecken, Grauen und Gänsehaut bereitet. Natürlich rede ich etwa von einem bestimmten Thema. Literarische Meisterwerke, die etwa nur von Meisterminds geschrieben werden können. Und diese wären Creepypastas. That's it? Creepypastas waren in den 2010er super beliebt. Doch heutzutage hört man kaum was von denen, beziehungsweise sind die fast wie verschwunden. Was ist passiert? Wo sind die Creepypastas alle hin? Wer hat sie geklaut? Wen kann ich etwa anzeigen dafür? Hi, I'm Saul Goodman. Did you know that you have rights? The Constitution says you do, and so do I. Und was waren die besten Creepypastas aller Zeiten? Das und vieles mehr erfahrt ihr in diesem Video. Doch bevor wir etwa anfangen mit dem Thema, gibt es sicherlich noch ein paar Leute, die etwa noch unter einem Stein gelebt haben, als es Creepypastas gab. Für diese Leute, um die nochmal abzuhören, Creepypastas sind etwa erfundene und natürlich hundertprozentig auf basierenden realen Ereignissen, Horror-Stories, die etwa im Internet weiter verbreitet werden. So ist es Kopieren. Daher kommt auch der Name Copy and Paste. Creepypasta. Wow, die Erklärung war ziemlich lame. Aber dafür sind die Creepypastas alles andere als lame. Einer der bekanntesten Creepypastas ist natürlich Slenderman. Eines der beliebtesten Creepypastas-Franchises, was sogar etwa von den Leuten, die den Emoji-Movie gemacht haben, einen Film bekommen hat. Und wie wir wissen, der Emoji-Movie ist ein nicht verstandenes Meisterwerk von vielen. Ja, das ist der beste Film aller Zeiten. So ein komplexer Film. Aber kommen wir doch mal zu der Komplexität von Slenderman. Was ist sein Deal? Was macht er? Und warum sieht er so senterhaft aus? Slenderman war einfach nur ein normaler random Dude, der plötzlich mal gesagt hat, hey, ich möchte Slenderman werden. Dann ist er größer gewachsen, bis er so groß war wie ein Baum. Dann hat er sich eine Maske geholt, weil wir wissen alle, die gruseligsten Gestalten haben immer eine Maske. Dann hat er sich einen Anzug geklaut, denn wir wissen alle, selbst wenn man gruselig sein will, muss man immer noch ein Sandman sein. Und dann hat er einfach gesagt, hey, ich mag es Kindern etwa zu helfen, die etwa sich im Wald verlaufen. Ich helfe mal diesen random Kid. Wer bist du? Ich bin Slenderman. Bin ziemlich cool. Irgendeine gruselige Catchphrase sagen. Was ist dieses Skript? Das Skript ist beschissen. Hä? Du bist Slenderman. Und ich bin Klein Timmy Nummer 999999995. Oh Gott, das ist Klein Timmy. So gruselig. Ah, ich hab Angst. Bitte verschone mich, Klein Timmy. Ah. Machst du dich gerade über mich lustig? Wer hat diese Scheiße geschrieben? Random, was du das? Ah, er greift mich an. Er ist so gewalttätig. Ah, nein. Bitte hol nicht das hyperrealistische Messer, wo etwa Marmelade draufgeschmissen wurde. Ah, nein. Stech mir nicht etwa eine neue Maske durch diesen Baum. Ah, das ist so gruselig. Du bist so gruselig. Ich hab Angst vor dir. Ah. Und natürlich war es etwa ein guter Grund, ihn als Tumblr Sexy Man für das Jahr 2011 zu wählen. Denn wir wissen alle, Slenderman vor dem Monster. Hashtag Team Slenderman. Hashtag Team Fick den Monster. Niemand mag dich, Monster. Niemand mag dich. Du egoistisches, kleines, verdammtes, verfick dich! Anyway, kommen wir doch mal zum nächsten ikonischen Charakter aus den Creepypastas. Und zwar Zev the Killer. Zev the Killer ist der Boyfriend von Slenderman, wie etwa viele Tumblr-Leute einen das sagen würde. Doch Zev the Killer ist so viel mehr. Er ist ein Slasher-Killer, aber in Creepypasta-Form. Ist das nicht krank? Ist das nicht krass? Oh mein Gott, das ist super krass. Nicht wahr? Nicht wahr? Nicht wahr? Doch dafür seid ihr natürlich etwa nicht hier. Zwar sind die zwei ziemlich super cool, ziemlich Tumblrhaft, aber es gibt nur einen richtigen. Nur einen, der etwa sie alles legt. Und das ist natürlich etwa Radmist Squidward, aka Radmist Thaddeus. Von der beliebten Show SpongeBob SpongeBob gibt es viele Creepypastas. Und alle sind real. Ja, ich habe alle diese Episoden gesehen. Das sind etwa die besten Episoden aller Zeiten. Ich habe Angst davon bekommen. Und jetzt bin ich etwa in Therapie und mache irgendein dummes Video. So schlimm waren die. So fucking schlimm waren die. Und die schlimmste natürlich ist etwa Radmist, wo ich etwa als irgendein Produzent saß und etwa eine Episode von SpongeBob gesehen habe, die uns etwa das gruseligste aller Zeiten gezeigt hat.
hat. Ja, Thaddeus hat sich etwa Marmelade in die Augen geschmiert. Und das war so fucking gruselig. Holy shit, schaut euch mal das an. Ah, das ist fucking Squidward Red Miss. Holy fucking shit, ist der gruselig. Ah. Nein, nimm nicht das hyperrealistische Messer. Nein, Squidward, nein. Nicht auf Wunderwehr, nicht auf Popsnops, mein Horst, sondern in der letzten Zeit, du, Aber natürlich gab es auch andere Stories, wie zum Beispiel, okay, ich darf den Namen nicht sagen, weil sonst dieses Video nicht monetarisiert wird. Und diese Story erzählt euch natürlich mein lieber Freund Klaus von was auch immer. Maus.avi ist eine Story über Mickey Mouse, wie er rennt. Der rennt so komisch und danach passieren irgendwelche komischen Sachen. Ich habe keine Ahnung, was da steht. Dann moonwalkt er plötzlich und dann kommt Michael Jackson und sagt, hihi. Und dann befreundet sich Mickey Mouse mit Michael Jackson und ach du Scheiße, ist das der Killer von Among Us? Heilige Scheiße. Und dann passiert irgendwas Gruseliges und oh nein, hyperrealistisches Blut überall. Und holy shit, ist das Bully McGuire? Holy fucking shit. Okay, was ist das für eine Scheiße? Ich werde niemals wieder hier was lesen. Ich bin gefeuert. Nee, ich feuer mich selber. Klaus, ich bin gefeuert. Ja, danke dir, Klaus. Bye. Natürlich, diese Story ist auch ein Meisterwerk. Doch, welche Creepypasta ist über die wichtigste aller Zeiten? Natürlich die eine. Sonic.exe. Ja, genau die. Die gruseligste, die schlimmste, die ekelhafteste, die schlimmste Creepypasta aller Zeiten. Denn in dieser Story haben wir einen Typen namens Tom. Ja, genau, der Tom aus den Sonic the Hedgehog Filmen, der plötzlich etwa das erste Game von Sonic gekriegt hat, wo etwa mit Blut verschmiert steht. Spiel niemals dieses Spiel, sonst bist du gefickt. LMAO. Und was hat er natürlich gemacht? Natürlich dieses Spiel gespielt. Doch irgendwas war anders. Irgendwie hatte Sonic etwa hyperrealistische blutende Augen. Ah, das ist gruselig. Aber Tom sagte sich, LMAO, das ist doch normal. Kenn ich doch überall. Er hat es gespielt. Aber plötzlich hörte er einen Schrei von Tails. Und er dachte sich immer noch, LMAO, das ist normal. Sie haben im originalen Sonic nicht anders. Dann hat er bei Knuckles gespielt. Und dann ist ihm was Komisches aufgefallen. Knuckles hat den fucking Moonwalk gemacht. Und dann dachte er sich, holy shit, holy shit, holy shit, was mit diesem Spiel passiert? Ist das verflucht? Holy fucking shit. Und dann hat er natürlich etwa Dr. Eggman gespielt. Und der hat etwa den Moonwalk besser gemacht. Und er bekam Angst. Sein Herz klopfte. Tick, 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 tick. Die Uhr tickte, als würde es keinen Tag oder Nacht geben. Er spielte es weiter. Seine Augen weinten plötzlich, weil dieses Spiel so gruselig ist. Plötzlich kam etwa ein Black Screen. Er dachte sich, was könnte Schlimmes passieren? Plötzlich war da fucking Michael Jackson mit hyperrealistischen blutenden Augen. Und er dachte sich, ich bin jetzt tot, ich bin jetzt der Geist. Der Geist hat das geschrieben, ja, ich bin der Geist. Und am Ende steht natürlich etwa, dass etwa ein Plüsch Michael Jackson zu ihm kam, mit denselben hyperrealistischen Augen und einfach nur hihi gesagt hat. Und jetzt ist er tot. Und ein Geist. Und er hat etwa die Story als Geist geschrieben. Und er ist der berühmteste Geist aller Zeiten. Und dann wurde er Musiker. Und dann hat er sich ein perfektes Leben aufgebaut, ehe er als Geist nochmal starb. Und natürlich ist das die gruseligste Geschichte aller Zeiten. Ich meine, wer würde das nicht fucking gruselig finden, wenn einfach ein fucking Michael Jackson Plüschtier zu einem kommt und sagt, hihi, mit hyperrealistischen Augen, mit einem hyperrealistischen Messer, mit einem hyperrealistisches Butterbrot, mit einem hyperrealistisches blutendes Buch, mit einem hyperrealistischen Sound und natürlich mit einem hyperrealistischen Sonic the Hedgehog Schlüsselanhänger. Weil wir wissen alle, Schlüsselanhänger sind die wohl gruseligsten Sachen aller Zeiten. Besonders wenn die hyperrealistische blutende Augen haben. Das sind die schlimmsten Schlüsselanhänger. Doch nachdem wir etwa ein paar dieser ikonischsten Creepypastas aller Zeiten uns angeguckt haben, was ist mit denen passiert? Wieso sind sie nicht mehr so populär, wie sie einst waren? Der Grund kann sich etwa verschieden sein. Zum einen dachten sich etwa Leute, das ist doch viel zu gruselig. Ich möchte etwa nicht etwa die ganze Zeit Albträume haben. Ich werde nie mehr das lesen. Und die meisterhaften Masterminds hinter den Creepypastas dachten, oh scheiße, Jörg, wir lesen nicht mehr meine Creepypasta. Oh, das ist scheiße, Björk. Vielleicht sollten wir was anderes machen, Björk. Ja, da hast du recht. Ja, Björk, natürlich habe ich recht. Die Kids von heute verstehen keine meisterhaften Creepypastas. Die verdienen das nicht. Einen anderen Grund, das war der User. Ich bin horny Nummer 969,9696666. Hat etwa die Theorie gesagt, okay, ich habe eine krasse Theorie. Vielleicht liegt es daran, weil jedes Ereignis, was jemals passiert ist, nicht mehr etwa geschrieben werden kann als Creepypastas. Weil sonst würde es die Zukunft vorhersagen und dann würde uns Bill Gates etwa mit seinen Aliens nach oben holen und etwa uns zum Nas bringen. Und danach würden wir etwa für
Nestle arbeiten als Sklaven und danach werden wir etwa verflucht von irgendeiner Hexe, damit die uns etwa ein Creepypasta SpongeBob hervorbringen kann. Und danach kommt SpongeBob auf unsere Erde und zerstört uns alle mit seinen hyperrealistischen blutenden Augen. Und dann wird Bill Gates etwa seine Weltherrschaft annehmen und wir werden alle sterben, weil, Bill Gates ist etwa super evil und er ist der größte Schurke aller Zeiten und heilige Scheiße. Das ist bestimmt alles etwa wahr und ich bin etwa ziemlich gut. Und jetzt spende ich mal, sonst etwa die CIA mich etwa findet oder ich nach Area 51 wieder zurückkommen muss. Denn ich bin wirklich etwa ein Alien aus der Vergangenheit, der euch alle warnen will. Denn Creepypastas werden uns etwa vernichten. Ihr habt's gehört von mir als erstes. Ach ja, falls ihr etwa irgendwas mehr Wahrsagerhaftes haben wollt, seid doch mal auf meiner Website www.dergeilealien69 Bill Gates ist etwa ein böser.com.de.com und spendet mir natürlich etwa 100 Millionen Euro. Das wäre geil. Das ist natürlich auch eine plausible Theorie, die er uns gegeben hat. Auch wenn dieses Placement zu wenig war. Ich würde an seiner Stelle etwa den ganzen Text nur über dieses Placement machen. Weil ich, Random Zoke, weiß, wie man ein gutes Placement machen kann. By the way, habt ihr was schon gehört von diesem Raid Shadow Legend? Ist ein ziemlich geiles Spiel. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Das ist natürlich keine Werbung, aber Ray fucking Shadow Legend ist ziemlich genial. Übrigens, vielleicht habe ich etwa in meiner Beschreibung einen Download-Link hinterlassen, damit ihr Ray fucking Shadow Legend spielen könnt. Weil dieses Game ist genial. Aber wie gesagt, keine Werbung, natürlich. Aber ihr solltet definitiv mal Raid Shadow Legend abchecken. Vielleicht kriege ich ja irgendwie Geld davon. Wäre ziemlich cool von euch. Aber natürlich gibt es hunderttausende Theorien. Aber um alle etwa aufzuzählen, müsste ich ja etwa Arbeit in dieses Video stecken. Und wer bin ich? Random Zoke, der Arbeit in seine Videos steckt. Und das war's also. Mein Fazit dazu ist, es ist ziemlich traurig, dass wir nie wieder Creepypastas mehr sehen werden. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wir niemals wieder eine neue Creepypasta sehen werden oder jemals den Hype von einer Creepypasta merken werden. Und das ist meiner Meinung nach super sad. Denn Creepypastas sind etwa das größte Geschenk, was uns jemals etwa gebracht worden ist für die Menschheit. Sie hat unsere Gesellschaft so sehr verbessert. Und ohne Creepypastas wäre unsere Gesellschaft vermutlich komplett am Arsch. Aber hey, das ist nur meine Meinung. Wenn ihr eine andere habt, seid ihr objektiv falsch und solltet euren Kommentar lösen. Denn meine Meinung ist die einzige, die wirklich zählt. Aber das war's mit dem Video. Ich bin euer Nostalgia Critic. Ich lese Creepypastas, damit ihr das nicht misst. Und damit verabschiede ich mich. Das war wohl der dümmste Shitpost aller Zeiten. Zeigt doch mal meine eigene Creepypasta aus. 100%ig real, 100%ig mir passiert und 100%ig gruselig. Link dazu vielleicht irgendwo in der Infocard oder unten darunter. Ich habe auch keine Ahnung. Aber naja, vielen Dank für den Support dieses Random Topers. Vielleicht mache ich das ja auch im nächsten Jahr. Und lasse es nicht enden mit etwa einem weiteren großen Shitpost. Naja, wir sehen uns weiter, hören uns beim nächsten Mal. Euer Random oder so. Genießt den Halloween, weil Halloween ist ein ziemlich grandioser Tag. Bye!